In wenigen Wochen startet das Wintersemester. Was ihr jetzt wissen müsst, das fragen wir den KU-Vizepräsidenten für Studium und Lehre, Prof. Dr. Markus Ehem. Herr Ehem, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dieses Semester soll ja ein hybrides Semester werden, das heißt, Veranstaltungen finden online oder in Präsenz statt. Wie organisiert sich denn dann dieses Semester die Lehre? Findet mehr online oder vor Ort statt? Ja, wenn wir hier in den Raum schauen, einer unserer Hörsäle, da sieht man ja schon, dass wir uns auch wieder auf Präsenzlehre eingestellt haben, indem jetzt der Raum so eingerichtet ist, dass er den Hygienevorgaben auch entsprechen kann. Zum Vergleich, in Normalzeiten fallen bei uns in einem Wintersemester etwa 2000 Lehrveranstaltungen insgesamt an. Jetzt im bevorstehenden hybriden Semester wird es so sein, dass wir etwa 700 bis 800 Lehrveranstaltungen wieder in Präsenz durchführen werden können. Und etwa 200 in einem gemischten Format, also mit digitalen Slots und Präsenzanteilen und der Rest rein digital. Also insgesamt etwa die Hälfte aller Lehrveranstaltungen des Wintersemesters wird wieder in Präsenz stattfinden. Welche Art der Veranstaltungen werden denn dann in Präsenz sein? Wir bemühen uns natürlich insbesondere die Erstsemesterstudierenden mit Präsenzveranstaltungen zu versorgen sozusagen, denn die sollen ja zu Beginn des Studiums erleben, wie sich das anfühlt, miteinander im Hörsaal zu sein und Fragen zu diskutieren und der Lehre zu folgen. Auch Studierende, die nahe an einer Prüfung sind, sollen mit Präsenzveranstaltungen bedient werden können. Und selbstverständlich Praxislehre, also Veranstaltungen, die an bestimmte Arbeitsbedingungen, Laborsituationen gebunden sind, die werden auch in Präsenz stattfinden. Größere Lehrveranstaltungen, Vorlesungen insbesondere, für die bietet sich natürlich die digitale Version an. Wie finde ich denn überhaupt heraus, ob meine Veranstaltung jetzt online oder vor Ort stattfindet? Das wird jetzt auch ganz klar kommuniziert werden, angegeben werden auf KU Campus, wo die Lehrveranstaltungen herkömmlich dokumentiert sind und präsentiert werden. Da die Fachhochschulfakultäten ja bereits Anfang Oktober beginnen, wird in jedem Fall für diesen Bereich das zu diesem Zeitpunkt rechtzeitig bekannt gegeben sein und für die universitären Fakultäten dann bald danach. Wie sieht es dann mit den Bibliotheken aus? In den Bibliotheken versuchen wir wieder fast zu einem Normalbetrieb zurückkehren zu können, wobei es natürlich Einschränkungen gibt, nämlich dass es eine Obergrenze von Personen gibt, die sich gleichzeitig in Lesesälen aufhalten dürfen. Und dann müssen wir der Bibliothek natürlich auch die Chance geben, die Reinigungsmaßnahmen, Hygienemaßnahmen zwischendurch unterzubringen. Das heißt, da wird es in der Mittagspause Zeiten geben, wo dafür Raum sein muss und eben kein Betrieb ist oder keine Präsenz möglich ist. Die wohl wichtigste Frage, die wahrscheinlich jetzt viele betrifft: Wie sieht es denn für die Erstsemester aus? Haben die ihre Orientierungswoche? Gibt es Einführungsveranstaltungen? Ja, also bei der Einführung wollen wir den Erstsemestern ermöglichen, dass sie die Universität als Ort kennenlernen, die KU kennenlernen als ihre Universität. Das heißt, es wird in jedem Fall Präsenzveranstaltungen zur Einführung geben in mehreren Tranchen sozusagen, sodass wir auch von der Teilnehmerzahl in den Hygienerichtlinien bleiben. Aber auch ergänzend dazu Einführungsinformationen in digitaler Form. Die Fächer sind hier auch unterschiedlich unterwegs in gemischten Formaten, präsent und virtuell. Wie schaut es denn mit Klausuren aus? Finden die auch in Präsenz statt? Klausurarbeiten werden überwiegend in Präsenzform stattfinden. Das haben wir schon eingeplant bei der Raumvergabeplanung, weil wir digitale Prüfungen nur auf mündliche Prüfungen anwenden können und sogenannte Open-Book-Klausuren sind hin und wieder auch vorgesehen. Das ist dann die Form, wie elektronische Distanzprüfungen stattfinden können. Was passiert, wenn die Infektionszahlen doch steigen sollten? Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, den Sie ansprechen. Was wir bisher beschrieben haben und vorhaben, es steht unter der Voraussetzung, dass die Verhältnisse in etwa so bleiben, wie sie jetzt sind. Wenn sich das negativer entwickeln sollte, müssen wir wieder zurückfallen, in Anführungszeichen, auf mehr Digitallehre, um dem auch Rechnung zu tragen, dass sich dann einfach Menschen hier nicht unter diesen Bedingungen begegnen können. Deswegen auch der Appell an alle Lehrende wie Studierende, Mitarbeiter, wirklich die Hygienemaßgaben und Vorgaben einzuhalten. Also Masken tragen auf den Begegnungsflächen, auf den Gängen, auf den Fluren,
Abstand halten, so wie er markiert ist in den Hörsälen und Lehrveranstaltungssälen. Alle diese Dinge wirklich ernst zu nehmen und verantwortungsvoll umzugehen damit wir eben diesen Effekt oder diese Entwicklung möglichst vermeiden helfen. Wir wollen ja, dass die KU als Ort der Lehre auch gut erlebbar wird, auch unter diesen etwas angespannten Bedingungen, auf die wir uns einzustellen haben im Wintersemester. Vielen Dank, Herr Eham, für diese Informationen. Sehr gerne. Solltet ihr noch Fragen bezüglich Corona haben, dann schaut auf unsere Webseite www.ku.de/corona. Da findet ihr alle relevanten Informationen oder folgt uns auf den Social-Media-Kanälen Instagram oder Facebook.